Hallo liebe Pappmaché-Freunde! Heute zeige ich euch wieder mal ein wunderbares Rezept, wie man feines Pappmaché selber machen kann. Dieses Mal aus Eierkartons. Die Mischung ist sehr einfach und besteht nur aus 3 Zutaten und die Rezeptformel ist sehr gut zu merken. 1:1:1. Ich zeige euch 2 verschiedene Arbeitswege und verwende dabei jeweils 2 Eierkartons. Außer Eierkartons braucht ihr noch einen Eimer, einen Sieb, ein Geschirrtuch, eine Schüssel zum Mixen, einen Stabmixer und weitere beiden Zutaten Kleister und Holzleim. Zum Schluss auch noch eine Frischhaltefolie. Und los geht's mit der ersten Variante. Am Anfang zerreißt ihr die Eierkartons in die Schüssel und dann wird das Ganze mit Wasser übergossen. Kochendes Wasser beschleunigt das Einweichen, muss aber nicht unbedingt sein. Wichtig ist, dass alles vom Wasser bedeckt ist. Lasst das Ganze eine Stunde oder sogar länger einweichen. Danach wird alles gründlich gemixt. Im nächsten Schritt muss das meiste Wasser aus der Pulpe rausgepresst werden. Das geht gut mit einem Geschirrtuch und einem Sieb, ihr könnt das Ganze aber auch im Waschbecken machen. Bei dieser ersten Variante muss aber noch etwas Wasser in der Masse bleiben. Danach wird alles in einer Schüssel zerbröselt. Jetzt kommen zum Papier weitere 2 Zutaten, Kleister und Holzleim. Diese einfache Formel hat sich bewährt. Pro Eierkarton 1 Esslöffel Tapetenkleister und 1 Esslöffel Holzleim. Ich habe hier 2 Eierkartons verwendet, deswegen die doppelte Menge. Dann wird das Ganze gut miteinander verknetet. Wenn du das Pappmaché noch feiner haben möchtest, kannst du an dieser Stelle nochmal gründlich mixen. Tada! Fertig und einsatzbereit. Es fühlt sich sehr formbar und sehr geschmeidig an. Optimal ist es, wenn es nicht an den Händen kleben bleibt. Jetzt kannst du direkt loslegen, damit zu arbeiten. Oder du verpackst dieses Pappmaché luftdicht und bewahrst es am besten im Kühlschrank. Es hält sich bis zu 3 Wochen und manchmal sogar länger. Jetzt kommen wir zu der zweiten Variante. Dieses Mal fügen wir nicht den trockenen Kleister hinzu, sondern rühren ihn vorher an. Erst nach 15 Minuten wird der Kleister dick und dann kann man Holzleim hinzufügen. Damit die Konsistenz stimmt, kannst du dir auch hier wieder die 1:1:1 Formel merken. Pro 1 Deziliter Wasser, 1 Löffel Kleister und 1 Löffel Holzleim. Ich habe hier wieder die doppelte Menge angerührt, also von allem 2. Dann werden wieder die Eierkartons in eine Schüssel zerrissen. Dieses Mal machen wir das nur grob und begießen das wieder mit heißem Wasser. Wichtig ist, dass alles unter Wasser steht, dann kann man das erstmal stehen lassen bis zum Abkühlen oder länger. Danach lässt sich das alles viel einfacher zerkleinern. Diese Variante ist vielleicht besser, wenn man größere Mengen Pulp herstellen möchte.
Danach wird alles wieder gründlich gemixt. Bei größeren Mengen muss man darauf achten, dass auch unten die groben Stücke erwischt werden. Das Ganze wird wieder durchgesiebt. Aber dieses Mal geben wir uns noch mehr Mühe mit dem Wasser auspressen, denn diesmal brauchen wir das sehr, sehr trocken. Die ganze Masse wird jetzt wieder zerbröselt und danach fügen wir diese vorbereitete Mischung hinzu. Die muss sehr dickflüssig und cremig sein. Aber Vorsicht, nicht alles auf einmal, tastet euch heran, damit die Konsistenz richtig bleibt. Ich habe ungefähr 2/3 dieser Mischung verwendet und der Rest wird für später aufgehoben. Auch an dieser Stelle kann man nochmal pürieren und mixen, wenn man diese Pulpe feiner haben möchte. Oh ja, jetzt fühlt sich das richtig, richtig gut an. So, jetzt haben wir 2 Wege kennengelernt, die eigentlich zu demselben Resultat führen. Jetzt nochmal Interesse halber, wiegen wir das Papier vorher. 2 Eierkartons, je nach Sorte, wiegen ungefähr 95 Gramm und das fertige Pappmaché um die 500 Gramm. Die andere Sorte ist ein bisschen leichter, 84 Gramm und das fertige Pappmaché 445 Gramm. Das heißt, aus 100 Gramm trockenes Papier bekommen wir ungefähr halbes Kilo Pappmaché. So ihr Lieben, jetzt geht's an die Umsetzung. Ich hoffe, ihr habt so richtig Lust auf Pappmaché bekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Wenn ihr weitere Inspirationen braucht, was man sonst so aus Eierkartons und überhaupt aus Pappmaché zaubern kann, schaut euch gerne auf meinen Kanal um. Oder in meinen beiden Büchern, wo alles Wissenswerte über Pappmaché steht. Ich wünsche euch viel Freude und hoffentlich bis bald!